Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan ya Shababs. Heute gehen wir nicht auf eine direkte Geisterjagd, sondern es geht um eine Burg, wo sich angeblich viele Gestalten rumlungern sollen. Und zwar Leap Castle. Ihr wisst, dass wir auf so eine geile Sache richtig Bock haben. Deshalb würden wir diese Burg am besten selbst besichtigen und schauen, ob diese Aussagen stimmen. Genauso wie wir es im Matzenbacher Wald gemacht haben. Aber da diese Burg in Irland liegt, ist es leider sehr schwer dorthin zu kommen. Weswegen wir da beschlossen haben, euch über diese Burg so gut wie es geht aufzuklären. Also holt euch einen Snack oder einen Drink oder beides und genießt das Video. Leap Castle im deutschen Sprungburg befindet sich in Calderry, Irland, im County von Offaly. Es hat diesen Namen, da der Ort, an dem die Burg liegt, nämlich einem Pass strategisch günstig ist. Die Burg ist nach dem Tower House Stil angepasst worden, aber es ist bestritten, wann und von wem Leap Castle genau erbaut wurde. Man geht davon aus, dass es im Zeitraum zwischen 12. Jahrhundert und sogar dem frühen 16. Jahrhundert entweder von der Familie O'Bannons oder den O'Carrolls erbaut wurde. Im Laufe der Geschichte wurde diese Burg mehrere Male belagert und geplündert. Und somit gab es dann immer wieder einen Wechsel der Herrscherfamilien, die die Burg auch erneuerten bzw. erweitert hatten. 1922 wurde die Burg schließlich wegen den irischen Unabhängigkeitskämpfen gegen das Vereinigte Königreich und den darauffolgenden Bürgerkrieg zerstört. Und zurück blieb nur noch eine Ruine. Die in der Zeit der führenden Herrscherfamilien der Burg Derby hatte sich wegen den häufigen Plünderungen zurückgezogen. 70 Jahre blieb die Ruine verlassen und dann wurde von Peter Barlett 1974 die Burg erworben und bis heute wird sie restauriert. Nun, was hat das Ganze mit unserem Themenbereich zu tun? Ich meine, wir sind doch keine Historiker, oder? Genau wie ich es im Intro schon gesagt habe, wird Leap Castle angeblich von Geistern verfolgt. Man kann in verschiedenen Überlieferungen sehen, dass diese Burg sehr viel mit dem Tod zusammensteht. Somit ist es angeblich ein Ort, das von vielen Geistern heimgesucht werden soll. Wie zum Beispiel Menschen, die von Familienmitgliedern der O'Carrolls ermordet wurden. Darunter der bekannte Bloody Chappelle, ein Priester. Der Bloody Chappelle soll dort ein aktiver Geist sein. Mehrere Augenzeugen berichten, als sie nachts an der Burg vorbeigingen, ein helles Licht am oberen Fenster der Burg gesehen zu haben. Leute, die auch diese Burg besichtigten, haben einen strengen Gummigeruch zur Nase bekommen. Genau dort, wo die Lichter herausstrahlen, nämlich in der oberen Halle. In der Burg wird auch eine Frau namens Red Lady, die sehr groß sein soll und ein rotes Kleid anhat, gesichtet. Manche gehen davon aus, dass diese Frau anscheinend von Teilen der Herrscherfamilien vergewaltigt wurde. Dadurch bekam sie ein Baby, das sie selbst umgebracht habe. Daher soll man sie oft mit einem Messer in der Hand sehen und wenn sie anwesend ist, wird es sehr kalt im Raum und auch auf der Brust. Sie hält sich meist im Kinderzimmer auf, wo sie dann am Ende des Kinderbetten schluchzt. Unter anderem sagen einige, dass man im Burgsaal zwei Kinder namens Emily und Charlotte, die in der Burg umgekommen sind, spielen sieht, die von den Lehrerinnen, die Gouvernante, aufgesichtet werden und einen alten Mann, der vor dem Kamin sitzen soll. Außer diesen Gestalten gibt es auch noch den Hauptgeist, und zwar den Elemental, einen Halbmonster, Halbmensch. Zu diesen gibt es viele Theorien, wie er entstand. Einige gehen davon aus, dass er sich schon lange bevor die Burg erbaut wurde, seinen Wesen dort rumtreibt. Er soll von Druiden, also Priester der keltischen Gesellschaft, erschaffen sein, damit er die heiligen Städte, wo man Druidenmagie und Einweihungen ausübt, beschützt. Eine andere Theorie besagt, dass er von einem Herrscher namens Gerald Fitzgerald, gibt ihr den Namen, Digga, Earl of Kildare, der für Magiepraktiken bekannt war, beschwört wurde, um ein Feuer innerhalb der Burg zu verursachen. Was ein Motherfucker. Damit er sie übernehmen kann. Lokale Aussagen gehen davon aus, dass er der Elemental einer von der O'Carrolls war, der an Lepra gestorben ist. Auch vermuten ein paar, dass die okkulten Anhängerinnen der Herrscherfamilie Mildred Derby sie beschwört habe. Mildred Derby wurde 1867 geboren und war eine Schriftstellerin. Wer hätte es gedacht? Die mit einem Herrscher der Burg Jonathan Charles Derby heiratete. Sie veröffentlichte viele Manuskripte und Schriften über Leap Castle, vor allem über die Geister dort und die Geschichte dieser. Derby teilte auch oft ihre eigenen Erfahrungen mit den Gestalten mit, vor allem den Elemental. Sie soll ihn mit ihrem okkulten Ritual nicht wissend provoziert haben. Mit ihren unabsichtlichen Provokationen hat sie ihn sehr verärgert und griff sie dann auch an.
Mildred Darby beschreibt ihn als blau-grau gebaut wie ein Schaf, dünn, semi-transparent, Krallen an Fingern, schwarze Löcher im Augenbereich, keine Nase, schleimige Lippen. Ich meine, wo ich euch das jetzt erzähle, kommt mir so ein Gedankenblitz. Ich kann nicht ohne. Es kommt einfach. Kennt ihr diesen Typen aus Instagram, diesen Alien, Black Alien Project, der irgendwie sich die Nase wegoperiert lassen hat, der wie so ein Alien sein will? No front, aber kennt ihr diesen Typen? Schreibt es unten in die Kommentare. Wollt ihr mehr über ihn wissen? Schreibt es auch unten in die Kommentare. Man vermutet, dass der Elemental sowohl den Luftdruck kontrollieren kann, indem er diesen verringert, als auch die Polaritäten verändern kann. Außerdem löst er ein Syndrom namens Serotonin aus. Das ist eine Kombination aus verschiedenen Krankheitserscheinungen. Egal ob mentale oder physische, wie zum Beispiel Herzrasen, Schwitzen, Schüttelfrost, Erbrechen, Durchfall, Angst und Unruhe. Dieses Monster gibt dir alles. Alles, was du willst. Alles auf Haus. All you can fress, weißt du so. Richtig, gib ihm. Auf Dauer kann dies tödlich sein. Nicht nur diese sind Merkmale des Elementals, auch Haut und Haare werden elektrisch aufgeladen. So richtig wie Pikachu. Digga, dieser Typ ist einfach nur krank oder dieses etwas. Dies wird von Aussagen Mildred Darbys unterstützt, indem sie geschrieben hat, and every hair on my head stood straight up to the end. Was übersetzt so viel heißt wie, meine Haare standen mir zu Berge. Und das natürlich wegen der Elektrizität, die der Elemental anscheinend verursacht. Es ist aber sehr unklar, ob es mehr von diesen Gestalten geben könnte oder ob es sie überhaupt gibt, da die meisten Auflagen im Brand 1922 vernichtet wurden und meistens nur Briefe und Arbeiten von Mildred Darby gefunden wurden. Dennoch haben schon viele Leute diese Burg besichtigt und gaben an, diese Gestalten angeblich gesehen zu haben. Auch gehört und gespürt sollte man sie haben. Der derzeitige Besitzer dieser Burg, Sean Ryan, der auch dort wohnen soll, stimmt diesen sogar zu. Man erzählt sich von einer Frau im roten Kleid, die immer wieder im oberen Raum erscheint. Was ist da dran? Ja, ich habe ein paar Erfahrungen mit ihr gemacht, aber nicht viel und das ist eigentlich auch schon sehr lange her. Das erste Mal, als ich sie wahrgenommen habe, das war wohl, wo das Fernsehen da war mit Most Haunted. Ich weiß aber nichts über sie. Ich weiß nicht mal, aus welchem Jahrhundert sie stammt. Okay. I don't know what to think about her. I don't know anything about her either. I don't know what period she's from. Wir hören sie meistens nachts. Stimmen oder Geräusche? Hören Sie nachts. Es ist nicht nur ein Nachtding, aber nachts ist alles so leise hier, da kann man sie besser hören. Ich meine, natürlich stimmt er dem Ganzen zu. Digga, Tourismus, dies, das, Leute kommen, machen Fotos, sitzen da. Natürlich stimmt er dem zu. So, weißt du, er macht sein Geld damit. So, er macht Para. Es sollen von den damaligen Menschen, die dort in dieser Burg umgekommen sind, paranormale Aktivitäten ausgehen. Viele berichten, dass sie sogar berührt wurden und Stimmen und komische Geräusche gehört haben. Oft sind es Schritte, als würden Leute umherlaufen, die Türen öffnen und schließen sich. Wir hören auch Stimmen, aber es hört sich an, als ob mehrere Leute sind, die im oberen Raum miteinander sprechen. Außerdem gibt es viele Kammern und Schächte in der Burg, wo Gegenstände ihren Platz verändern. Angeblich. Also, wie ihr sehen könnt, soll es dort anscheinend richtig abgehen. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Glaubt ihr an Geister oder denkt ihr, das ist einfach nur Bluff? Toughness vom Feinsten. Es würde uns auch freuen, wenn ihr Lost Places in Deutschland vorschlägt, die wir dann auch als Truppe abchecken, besuchen können. Lasst ein Like da, ein Abo da, falls ihr es nicht verpassen wollt. Und bis dann, wenn es wieder heißt Mamis Legacy.